diesem Video geht es um die Fake AirPods nach 3 Monaten. Ja, ich habe mir die AirPods noch vor Weihnachten geholt. Da kosteten sie noch 45 €, etwa um die $50. Und mittlerweile kosteten sie jetzt aber um die $60, etwa 55 oder 57 €. Ja, er musste den Preis erhöhen, hat er gesagt. Der Verkäufer ist mein Kollege, weil das die Fabrik so will. Und ich bekam sehr viele E-Mails, auf die ich auch geantwortet habe. Und ja, ich bekam viele Fragen, wie unterstützen diese Wireless Charging oder sind die wasserdicht oder wie lange hat der Versand gedauert, hatte ich Probleme mit dem Zoll. Und das werde ich jetzt in diesem Video beantworten. Aber bevor ich die Fragen beantworte, sehen wir uns die AirPods nochmal an und schauen Sie mal, was nach den 3 Monaten alles passiert ist. Ja, zu den AirPods kommen wir später. Hier habe ich die Verpackung, die habe ich immer noch. Jetzt, die Verpackung sieht hier unten manchmal immer ein bisschen anders aus. Hier steht noch AirPods with Charging Case und Design statt Designed. Ja, die Verpackungen können hier unten abweichen, aber das Apple-Logo, AirPods und hier nochmal ein Apple-Logo und die Rückseite und die Vorderseite bleibt immer gleich. Ja, und auch hier steht Design bei Apple in California. Kleiner Unterschied zu den neuen Verpackungen, da steht das alles schwarz. Und sonst ist es immer noch gleich. Hier unten war das Lightning Cable, das Ladekabel. Die Bedienungsanleitung ist auch noch vorhanden in dem kleinen Box. So, und die AirPods sind hier. Also immer noch die Aufschrift Designed by Apple in California, Assembled in China, wie bei den Originalen. Viele haben auch gefragt, leuchtet die LED darin? Und ihr seht, wenn man diese öffnet, leuchtet die nicht. Es ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, wie das System funktioniert mit dem Aufladen. Also man kann hier hinten drücken und dann sieht man 3. Es blinkt 3-mal. Das heißt, dass jetzt das Case oder die AirPods, ich bin nicht sicher, 75% geladen sind. Und nochmal zur Erklärung, wenn man die AirPods rausnimmt, sagen die in Power On und dann sind sie miteinander automatisch verbunden und sie verbinden sich auch mit eurem Gerät. So, und wenn ihr diese wieder in das Case packen wollt, steckt ihr sie so rein und ihr seht, es blinkt weiß. Und wenn ich den anderen reinmache, blinkt es grün und danach sollte es weiß-grün blinken. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil es schon aufgeladen ist. Wenn es weiß-grün blinkt, dann laden sie automatisch. Das heißt, sobald ihr sie rein tut in das Case, laden sie sich automatisch auf. Und hier lädt jetzt nur der linke Kopfhörer, weil er noch nicht ganz geladen ist. Ja, hier unten haben wir den Lightning-Anschluss. Ja, eigentlich die Soundqualität ist immer noch gleich gut, also sie geben mit der Zeit nicht ab. Das ist nicht so, weil ich hatte schon andere Fake AirPods, das allererste Video auf meinem Kanal, und die haben beim Klang wirklich sehr nachgelassen. Also das war auch die erste gute 1:1 Kopie. Ja, das waren die APR AirPods. Und dann bekam ich so Fragen, ja, wie lange hat die Lieferung gedauert oder hatte ich Probleme mit dem Zoll? Und ich muss sagen, die Lieferung dauert, also ich würde E-Packet nehmen, dauert 6 bis 22 Tage. Das heißt, sie können in 6 Tage kommen, sie können in 20 Tage kommen. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Und wenn ihr diese bestellt, dann werden sie nach einer Zeit geliefert und ihr werdet es selber sehen, es gibt immer so Tracking-Informationen, Verfolgungsnummern, bei denen ihr die AirPods verfolgen könnt und ihr wisst, wo sie sind. Noch zu meiner Erfahrung, dass die erste Bestellung, also diese AirPods, haben genau 7 Tage gebraucht, bis sie hier zu Hause angekommen sind. Die zweite Bestellung hatte sogar 20 Tage gedauert.
Und dann habe ich noch mehr bestellt und es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, oder? Und dann noch die Frage mit dem Zoll. Nein, ich habe noch nie Zoll bezahlt. Also Schweizer Zoll hatte ich keine Probleme. Und noch ein Tipp, falls ihr mehrere bestellt, schreibt dem Verkäufer, er sollen sie einzeln verpacken, dass sie am Zoll nicht so auffallen. Das heißt, wenn er sie, sagen wir mal, ihr bestellt 4 von denen und er packt sie alle in das gleiche, dann ist es eher ein bisschen auffällig. Das war bei mir auch schon der Fall, aber wie gesagt, sie kamen problemlos durch. Aber ich würde den Verkäufer immer schreiben, er soll sie einzeln verpacken. Ja, aber sonst ist es auch nicht so schlimm. Und dann die Frage, ob sie kabellos aufladen, also unterstützen sie Wireless Charging. Und das ist nicht der Fall, das ist nur bei den i10 TWS der Fall. Die kann man drahtlos aufladen. Die i10 TWS unterscheiden sich darin, dass sie hier 4 LEDs auf der Front haben und hier hinten ist der Textzug nicht. Das heißt, die i10 könntet ihr theoretisch auf eine QI Wireless Charging Mat drauflegen. Das ist bei denen auch nicht der Fall. Ja, und sind diese wasserdicht? Natürlich nicht. Die Originalen sind auch nicht wasserdicht. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen, ja, wie lange hält denn die Batterie, also der Akku? Und in der Beschreibung steht, man kann 150 Minuten Musik hören. Und das stimmt auch etwa. Also ihr könnt mehr als 2 Stunden am Stück Musik hören damit. Und wenn der Akku leer ist, könnt ihr sie automatisch aufladen. Und nach einer halben Stunde könnt ihr wieder Musik hören. Sie sind zwar nicht voll aufgeladen, aber es reicht dann für weitere Musik. Das Ladecase lädt man einfach hier auf. Und wenn ihr es hier auflädt, beginnen die AirPods sich nicht aufzuladen. Ihr ladet nur der Akku im Case auf und nicht die AirPods selber. Für die AirPods müsst ihr dann hier hinten wieder drücken und dann sollten die aufladen oder man nimmt sie raus und macht sie wieder rein. Ich gebe euch nur den Link, wenn ihr mir per E-Mail schreibt. Meine E-Mail ist mrrapman@gmail.com. Ihr seht sie auch noch eingeblendet. Um keine Videos mehr zu verpassen, folgt ihr auf Instagram, da werden sie angekündigt. Und sonst wünsche ich noch einen schönen Abend. Tschüss.